Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo Ava, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich wollte über einige alltägliche Probleme sprechen, mit denen wir konfrontiert sind. Hast du Zeit zum Plaudern? Ja, habe ich. Ich denke, es ist wichtig, über unsere täglichen Probleme zu sprechen. Über welche Themen möchtest du reden? Ich habe über den Verkehr nachgedacht und wie er unseren Tag erschwert. Hast du Verkehr, wenn du zur Arbeit kommst? Ja, habe ich. Jeden Morgen sitze ich lange in meinem Auto. Die Straßen sind sehr voll und manchmal komme ich zu spät. Das ist frustrierend. Ich nehme den Bus und er ist oft wegen des Verkehrs verspätet. Manchmal komme ich gestresst zur Arbeit. Mir geht es genauso. Wenn ich im Verkehr stecke, kann ich mich nicht entspannen. Ich wünschte, es wären weniger Autos auf der Straße. Vielleicht könnten wir mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder mit Freunden Fahrgemeinschaften bilden, um den Verkehr zu reduzieren. Hast du das schon einmal versucht? Ich habe über Fahrgemeinschaften nachgedacht, aber ich fahre gerne mit meinem eigenen Auto. Ich mache mir Sorgen, dass öffentliche Verkehrsmittel überfüllt und unbequem sind. Das verstehe ich. Manchmal denke ich so über den Bus. Aber wenn mehr Leute öffentliche Verkehrsmittel nutzen, könnte es besser werden. Das stimmt. Wir müssen eine Lösung für das Verkehrsproblem finden. Welche anderen alltäglichen Probleme hast du? Ich mache mir auch Sorgen über die Lebenshaltungskosten. Die Preise für Lebensmittel, Miete und andere Dinge steigen ständig. Es ist schwer, das Budget im Griff zu behalten. Ja, das habe ich auch bemerkt. Ich versuche, Geld zu sparen, aber jeden Monat steigen meine Ausgaben. Manchmal kaufe ich Dinge, die ich brauche, nicht, weil sie zu teuer sind. Mir geht es genauso. Ich muss meine Einkäufe sehr sorgfältig planen. Ich kaufe weniger und suche nach Angeboten, aber es ist trotzdem schwierig. Es ist hart. Ich wünschte, die Preise würden gleich bleiben oder sinken. Das würde das Leben einfacher machen. Hast du schon einmal daran gedacht, auf lokalen Märkten oder in kleineren Geschäften einzukaufen? Manchmal haben sie bessere Preise. Ja, ich gehe am Wochenende zum lokalen Markt. Das hilft ein wenig, aber ich spüre trotzdem den Druck der steigenden Kosten. Wir müssen klug mit unserem Geld umgehen und gute Angebote finden. Vielleicht können wir Tipps zum Budgetieren austauschen. Das ist eine gute Idee. Wir sollten uns gegenseitig helfen, Geld zu sparen. Was ist mit der Arbeit? Hast du dort Probleme? Manchmal fühle ich mich von meinen Aufgaben überwältigt. Ich habe viele E-Mails zu beantworten und Berichte zu schreiben. Das macht meinen Tag sehr beschäftigt. Ich verstehe. Ich habe auch viel Arbeit. Manchmal bleibe ich länger, um meine Aufgaben zu beenden. Ich fühle mich gestresst, wenn ich zu viel zu tun habe. Ich versuche, meinen Tag zu planen und mir kleine Ziele zu setzen, aber das ist nicht immer einfach. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann nicht mithalten. Planung hilft, aber unerwartete Probleme können es schwierig machen. Ich wünschte, meine Arbeit wäre weniger stressig. Vielleicht können wir mit unserem Chef über unsere Arbeitslast sprechen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu haben, damit wir uns nicht überfordert fühlen. Das ist eine gute Idee. Ich werde darüber nachdenken. Was ist mit deiner Gesundheit? Hast du gesundheitliche Probleme?
Ich versuche, gesund zu essen und mich zu bewegen, aber manchmal fühle ich mich müde. Ich habe nicht immer Zeit, gesunde Mahlzeiten zu kochen oder ins Fitnessstudio zu gehen. Ich fühle das Gleiche. Oft esse ich Fast Food, weil es schnell geht, aber das macht mich nicht glücklich. Ich möchte mehr Sport machen, aber ich bin zu beschäftigt. Es ist schwer, Zeit für die Gesundheit zu finden, wenn wir so viele alltägliche Probleme haben. Ich versuche, jeden Tag 30 Minuten zu gehen, aber manchmal lasse ich es ausfallen. Ich weiß, dass Bewegung wichtig ist, aber nach der Arbeit, wenn ich müde bin, möchte ich mich einfach nur ausruhen. Wir müssen unsere Gesundheit priorisieren, auch wenn unsere Tage voll sind. Ja, vielleicht können wir am Wochenende gemeinsam Sport machen. Das könnte mehr Spaß machen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne mit dir spazieren gehen oder Rad fahren. Was ist mit Familie und Freunden? Hast du in deinem Privatleben irgendwelche Probleme? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht genug Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen kann. Ich arbeite den ganzen Tag und habe dann viele Aufgaben zu Hause. Mir geht es genauso. Ich liebe meine Familie und Freunde, aber oft muss ich Pläne absagen, weil ich zu beschäftigt bin. Es ist wichtig, Zeit für die Menschen zu haben, die uns wichtig sind. Ich versuche, meine Eltern am Wochenende anzurufen, aber manchmal vergesse ich es. Ich versuche, meine Familie einmal im Monat zu besuchen, aber es ist schwer, freie Zeit zu finden. Wir müssen uns bemühen, Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Vielleicht können wir nächsten Monat ein kleines Treffen mit unseren Freunden planen. Es wäre schön, sich zu entspannen und Spaß zu haben. Das ist eine gute Idee. Ich helfe dir, es zu planen. Wir können ein paar enge Freunde einladen und ein einfaches Mittagessen machen. Fühlst du dich manchmal gestresst wegen zu viel Bildschirmzeit? Ja, das tue ich. Ich verbringe viel Zeit an meinem Handy und Computer für die Arbeit und soziale Medien. Manchmal fühle ich mich müde wegen des Bildschirms. Mir geht es auch so. Ich versuche, meine Bildschirmzeit zu reduzieren, aber es ist schwer. Ich möchte ein Buch lesen oder nach draußen gehen, aber ich schaue immer wieder nach meinen Nachrichten. Es ist wichtig, Pausen vom Bildschirm zu machen. Ich versuche, einen Alarm zu setzen, der mich daran erinnert, aufzustehen und meine Augen auszuruhen. Das ist eine gute Idee. Ich werde versuchen, das auch zu machen. Wir müssen bewusster mit unserer Bildschirmzeit umgehen, um gesund zu bleiben. Was hältst du vom Wetter? Hast du wegen des Wetters irgendwelche Probleme? Manchmal macht das Wetter meinen Tag schwieriger. Wenn es regnet, ist der Verkehr schlimmer und ich werde nass, wenn ich meinen Regenschirm vergesse. Da stimme ich zu. Ich mag es nicht, wenn es sehr heiß oder sehr kalt ist. Extremes Wetter macht es unangenehm, nach draußen zu gehen. Ich versuche jeden Morgen die Wettervorhersage zu überprüfen, aber manchmal ändert sie sich plötzlich. Ich wünschte, das Wetter wäre vorhersehbarer. Das würde viel helfen. Ich plane meinen Tag immer nach dem Wetter, aber unerwarteter Regen kann meine Pläne ruinieren. Ja, vorbereitet zu sein, ist wichtig. Ich habe immer einen kleinen Regenschirm in meiner Tasche für den Fall der Fälle. Das ist eine gute Gewohnheit. Das sollte ich auch tun. Wir können das Wetter nicht kontrollieren, aber wir können uns darauf vorbereiten. Zusammenfassend haben wir heute über viele alltägliche Probleme gesprochen. Wir haben über Verkehr, Lebenshaltungskosten, Stress bei der Arbeit, Gesundheit, Familienzeit, Bildschirmzeit und Wetter gesprochen. Ja, das haben wir. Ich habe das Gefühl, dass es mir hilft, über diese Probleme zu sprechen, um sie besser zu verstehen. Es ist gut, unsere Gefühle und Ideen zu teilen. Ich stimme zu. Auch wenn wir viele Herausforderungen haben, können wir Lösungen finden, indem wir darüber sprechen.
Ich habe gelernt, dass Verkehr ein gemeinsames Problem für uns beide ist. Wir sollten darüber nachdenken, Fahrgemeinschaften zu bilden oder öffentliche Verkehrsmittel mehr zu nutzen. Das ist wahr. Wir müssen unsere Fahrten besser planen, um Stress zu vermeiden. Wir haben auch über die steigenden Lebenshaltungskosten gesprochen. Es ist wichtig, ein Budget zu planen und beim Einkaufen nach guten Angeboten zu suchen. Ja, ich werde versuchen, auf lokalen Märkten einzukaufen und die Preise öfter zu vergleichen. Bei der Arbeit fühlen wir uns beide manchmal überfordert. Planung und das Gespräch mit unserem Chef können helfen, den Stress zu reduzieren. Ich werde über meinen Arbeitsplan nachdenken und vielleicht um ein Treffen mit meinem Chef bitten. Unsere Gesundheit ist sehr wichtig. Wir müssen Zeit für Bewegung und gesunde Mahlzeiten schaffen, auch wenn wir beschäftigt sind. Ich stimme zu. Ich werde versuchen, öfter zu Hause zu kochen und am Wochenende mit dir spazieren zu gehen. Wir müssen auch mehr Zeit mit unserer Familie und unseren Freunden verbringen. Es ist wichtig, Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Ja, ich werde nächsten Monat ein kleines Treffen mit Freunden planen. Es wird schön sein, sich zu entspannen und Spaß zu haben. Wir haben über Bildschirmzeit und ihre Auswirkungen auf unsere Gesundheit gesprochen. Grenzen setzen und Pausen einlegen ist wichtig. Das ist wahr, ich werde versuchen, mehr Bücher zu lesen und weniger Zeit am Handy zu verbringen. Schließlich haben wir über Wetterprobleme gesprochen. Vorbereitet zu sein auf Regen oder extreme Hitze kann uns helfen, unseren Tag besser zu planen. Ich überprüfe jetzt immer die Wettervorhersage. Ich werde auch einen Regenschirm mitnehmen und passende Kleidung tragen. Ich habe das Gefühl, dass es mir mehr Bewusstsein für meine Gewohnheiten gibt, wenn ich über diese alltäglichen Probleme spreche. Es ist eine gute Möglichkeit, darüber nachzudenken, was wir ändern können. Ich stimme zu. Ich habe heute viel aus unserem Gespräch gelernt. Ich werde versuchen, proaktiver bei der Lösung meiner alltäglichen Probleme zu sein. Aber danke, dass du deine Gedanken mit mir geteilt hast, Ben. Es ist immer gut, mit einem Freund über unsere Gefühle zu sprechen. Danke, Ava. Ich habe unser Gespräch genossen. Es gibt mir das Gefühl, dass wir nicht alleine sind mit unseren Problemen. Ja, wir sind gemeinsam darin. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir darüber reden, wie wir einige dieser Probleme gelöst haben. Das ist eine großartige Idee. Ich werde einige Dinge aufschreiben, die ich ändern möchte, und wir können sie beim nächsten Mal besprechen. Das werde ich auch tun. Es ist schön, einen Plan für die Zukunft zu haben. Hab einen schönen Tag, Ben. Ich hoffe, du hast heute einen weniger stressigen Tag. Danke, Ava. Ich wünsche dir auch einen guten Tag. Lass uns bald wieder treffen, um mehr zu reden. Ich rufe dich später in dieser Woche an. Das klingt gut. Danke dir nochmal für das Gespräch. Bis bald. Tschüss, Ava. Pass auf dich auf. Tschüss, Ben. Pass auf dich auf. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Hallo ist ein freundlicher Gruß. Probleme? Probleme? Wir haben einige Probleme zu lösen. Die Probleme sind sehr kompliziert. Ich bespreche meine Probleme mit Freunden. Konfrontiert. Konfrontiert. Ich bin mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert. Er wurde mit seinen Ängsten konfrontiert. Sie ist oft mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Plaudern. Plaudern. Wir können am Abend plaudern.
Ich liebe es, mit Freunden zu plaudern. Während des Mittagessens plaudern wir oft. Wichtig. Wichtig. Es ist wichtig, pünktlich zu sein. Gesundheit ist wichtig für alle Menschen. Ich finde es wichtig, regelmäßig zu lernen. Erschwert. Erschwert. Die neue Regelung erschwert die Arbeit. Schlechtes Wetter erschwert das Reisen. Die Situation erschwert unsere Pläne. Frustrierend. Frustrierend. Das ist eine frustrierende Situation. Es kann frustrierend sein, nicht zu verstehen. Manchmal ist das Lernen frustrierend. Verspätet. Verspätet. Der Zug ist verspätet. Ich bin heute verspätet zur Arbeit gekommen. Die Antwort kam leider verspätet. Gestresst. Gestresst. Ich fühle mich heute sehr gestresst. Die Arbeit macht mich oft gestresst. Er sieht gestresst aus, weil er viele Aufgaben hat. Überfüllt. Überfüllt. Der Bus ist überfüllt. Die überfüllte Stadt hat viele Menschen. Wir müssen einen überfüllten Raum vermeiden. Unbequem. Unbequem. Der Stuhl ist unbequem. Es ist unbequem, lange zu stehen. Ich finde diese Schuhe unbequem. Lebenshaltungskosten. Lebenshaltungskosten. Die Lebenshaltungskosten steigen jedes Jahr. In der Stadt sind die Lebenshaltungskosten höher. Wir müssen die Lebenshaltungskosten gut planen. Aufgaben. Aufgaben. Ich habe viele Aufgaben zu erledigen. Die Lehrer geben uns interessante Aufgaben. Wir müssen die Aufgaben bis Freitag abschließen. Überwältigt. Überwältigt. Ich fühle mich überwältigt von der Situation. Die Schönheit der Natur hat mich überwältigt. Er war überwältigt von der Überraschungsparty. Einkäufe. Einkäufe. Ich mache meine Einkäufe am Samstag. Die Einkäufe sind sehr teuer geworden. Hast du deine Einkäufe schon erledigt? Sorgfältig. Sorgfältig. Ich arbeite sorgfältig an meinem Projekt. Sie liest die Anweisungen sorgfältig durch. Der Arzt untersucht die Patienten sorgfältig. Angeboten. Angeboten. Die Preise wurden gestern angeboten. Ich habe viele Produkte angeboten. Das Restaurant hat spezielle Menüs angeboten. Bildschirmzeit. Bildschirmzeit. Die Bildschirmzeit sollte begrenzt werden. Zu viel Bildschirmzeit kann schädlich sein. Eltern achten auf die Bildschirmzeit ihrer Kinder. Vorhersage. Vorhersage. Die Vorhersage ist wichtig für die Wetterplanung. Die Vorhersage sagt Regen für morgen voraus. Eine genaue Vorhersage hilft den Landwirten sehr. Vorbereitet. Vorbereitet. Ich bin gut vorbereitet. Die Schüler sind für die Prüfung vorbereitet. Sie haben das Essen vorbereitet. Gewohnheiten. Gewohnheiten. Gewohnheiten sind wichtig für die Routine. Viele Menschen haben gesunde Gewohnheiten. Ändere deine Gewohnheiten für ein besseres Leben.
Was ist ein Thema, über das Ava und Ben sprechen? Was möchten Ava und Ben in ihrem nächsten Gespräch tun? Wie fühlen sich Ava und Ben über ihre alltäglichen Probleme? Was möchten Ava und Ben tun, um ihre gesundheitlichen Probleme zu verbessern? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsübungen verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.